Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und dieses Video ist eines, von dem ich sagen würde, wenn du nur ein Video auf meinem Kanal anschauen möchtest, dann empfehle ich dir dieses hier. Denn in diesem Video wollen wir uns mit Kapitel 5 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, befassen. Und in Kapitel 5 schauen wir uns an, was denn eigentlich der ursprüngliche Gedanke hinter dem herkömmlichen Komfortzone-Narrativ, über das wir schon viel gehört haben in den bisherigen Kapiteln, war. Was also die Idee dahinter ist und ob da vielleicht irgendetwas drin liegt, das wir für uns verwenden können, aus dem wir etwas lernen können. Denn die meisten Missverständnisse haben ja einen Grund und haben einen durchaus sinnvollen Kern, ja, der aber eben durch das Missverständnis, das sich drauf gelagert hat, verzerrt worden ist. Und ja, so wollen wir eben in Kapitel 5 uns einmal anschauen, was denn dieses Missverständnis bezüglich des Themas Komfortzone in unserer Welt ist. Und ich kann dir jetzt schon verraten, im Zuge dessen werden wir auf eine lebensverändernde Erkenntnis stoßen, mittels derer du dein Leben vollständig neu aus einem Bewusstsein deines Wohlbefindens, deines Paradieses heraus kreieren kannst. Viel Freude dabei. Kapitel 5: Der mögliche Gegenspieler deiner Komfortzone, die Couch Potato Zone. Es geht darum, die Wahrheit zu erkennen. Es war doch so bequem. Das ist nicht die Wahrheit. Es war eben nicht bequem im Sinne von gut. Es war einfach so. Und das ist okay. Aber dieses wirkliche sich selbst spüren, dieses wirklich absolute Empfinden von Freisein, schöpferisch sein, hat in der Vergangenheit nicht so sehr viel Platz gehabt. Es war für viele von euch nicht wirklich gut so, wie es war. Man hat sich eben einfach damit abgefunden. Meister Saint-Germain. Wow, ich freue mich, wie weit wir schon gemeinsam gekommen sind. Du hast nun, davon gehe ich aus, auf einer tieferen Ebene wirklich verstanden und angenommen, dass im Grunde all deine Macht, deine Schöpferkraft und dein Potenzial an einem Ort zu finden sind, der sich als deine wahre Komfortzone bezeichnen lässt. Und wie du vielleicht auch bemerkt hast, habe ich in diesem Buch von Anfang an immer wieder mal das Wörtchen wahre vor das Wort Komfortzone gesetzt. Falls du dich gefragt hast, was das eigentlich zu bedeuten hat, jetzt erhältst du die Antwort. Wenn es eine wahre Komfortzone gibt, so fragst du dich vielleicht, gibt es denn dann auch eine falsche? Und die Antwort ist, nein, eigentlich nicht. Jedoch gibt es das, was uns in der heutigen Zeit eben als sogenannte Komfortzone verkauft wird. Und dieses Etwas könnten wir durchaus zunächst einmal als die falsche Komfortzone bezeichnen. Sehen wir uns das näher an. Ich habe in den vorangehenden Kapiteln bereits ausführlich erläutert, in welch verzerrter Art und Weise das Wort Komfortzone heutzutage verwendet wird und welche fatalen Folgen das für unser Wohlergehen hat. Nun wollen wir eine letzte Irritation beseitigen, die deinen Verstand möglicherweise noch davon abhalten könnte, den Shift zu einer neuen Wirklichkeit des Wohlbefindens endlich zu vollziehen. Es könnte nämlich sein, dass in den verborgenen Winkeln deines Denkens noch immer ein kleiner, nagender Zweifel vor sich hin murmelt. Aber es hat doch seinen Grund, warum man sagt, man soll seine Komfortzone verlassen. Irgendwie macht das doch noch immer Sinn, aber irgendwie auch nicht mehr. Um diese Verwirrung aufzulösen, wollen wir uns jetzt einmal ansehen, was denn eigentlich dahinter steckt, was also die ursprüngliche Idee des aktuell noch herrschenden Komfortzonen-Narrativs gewesen sein mag. Denn die meisten Missverständnisse haben einen durchaus nachvollziehbaren Ursprung, der aufgrund des Missverständnisses jedoch vollständig verschüttet wurde und daher nicht mehr wirklich brauchbar ist. Wir wollen nun einmal versuchen, diesen Ursprung für das destruktive Komfortzonen-Narrativ freizulegen und sehen,
ob es in seinem Kern etwas Nützliches für uns bereithält. Die Idee hinter dem aktuell verbreiteten Gebrauch des Begriffs Komfortzone ist ja in etwa folgende. Unser konditionierter Verstandesanteil, das kleine Nicht-Selbst, welches all den Schutt an Programmierungen und Glaubenssätzen noch nicht beseitigt hat, du erinnerst dich an Kapitel 3, und deshalb noch handlungsunfähig darunter begraben liegt, ist an sich ein recht einfallsloses und zugleich ängstliches Kerlchen. Es glaubt daher, sich wohlzufühlen mit dem, was es schon kennt und was es immer schon so gemacht hat. Die Welt da draußen ist für das kleine, konditionierte Nicht-Selbst tendenziell ein gefährlicher Ort und deshalb erscheint es ihm einfach sicherer, dort zu bleiben, wo es jetzt ist. Egal, ob es sich in Wahrheit etwas anderes wünschen würde. Genau das ist aber der entscheidende Punkt. Die eigenen Wünsche und wahren Bedürfnisse spielen dabei keine Rolle und werden ignoriert. Klarerweise kann sich dadurch aber überhaupt nichts verändern, schon gar nicht zum Besseren. Was aber ja von dem kleinen Nicht-Selbst auch genauso gewollt ist. Also, Mission accomplished. Aufgrund dessen, dass unser kleines Nicht-Selbst sich zu Hause auf dem Sofa also scheinbar wohler fühlt als im Leben seiner Träume, wird nun verheerenderweise dieser Bereich, in dem Stagnation und Altbekanntes vorherrschen, gemeinhin als Komfortzone bezeichnet, die es dann, natürlich mit einiger Anstrengung und unter Aufwendung von reichlich Disziplin und Selbstkasteiung, möglichst zu verlassen gilt. Warum das ein ziemlich fatales Missverständnis und eine recht dumme Idee ist, hast du in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich erfahren. Der große Clou daran ist nun aber, falls du, ja genau du, mit deinem ganzen Sein, all deinen Gedanken, Wünschen, Bedürfnissen, Visionen, Ansichten, inneren Bildern und äußeren Erfahrungen dich tatsächlich rundum komfortabel und wohl fühlst, da wo du gerade bist in deinem Leben, dann gibt es absolut keinen Grund, das Leben, das du führst, zu verändern und die Zone, in der du dich befindest, wie auch immer du sie nennen magst, zu verlassen. Wieso auch? Das wäre doch im Grunde nichts als Selbstsabotage. Sollte dies allerdings nicht der Fall sein, sollte es da also Unzufriedenheit in deinem Leben geben und solltest du auf die Frage, wie es dir geht, maximal mit »passt schon« antworten können, ja, dann bist du schlicht und einfach nicht in deiner wahren Komfortzone. Und deshalb besteht auch gar keine Notwendigkeit, diese zu verlassen. Im Gegenteil, es wäre ratsam, sie zu finden und zu betreten. Denn du wärst dann, wenn überhaupt, eben in der falschen Komfortzone. Und ja, sofern es dann dein Wunsch wäre, etwas an deiner gegenwärtigen Situation zu verändern, solltest du das definitiv tun. Aber wie du vermutlich selber merkst, passt der Begriff Komfortzone eben überhaupt nicht, um jenen Zustand zu beschreiben, in dem wir uns befinden, wenn wir in unserem Leben Unzufriedenheit spüren, aber glauben daran, nichts ändern zu können. Denn wir fühlen uns in diesem Zustand ja eben nicht komfortabel. Um uns klar und konstruktiv darüber unterhalten zu können, was uns unter Umständen daran hindern könnte, unsere wahre Komfortzone endlich zu betreten und damit im Einklang mit unserem großartigsten, jubelnden Selbst das Leben unserer Träume zu leben, müssen wir also einen neuen Begriff finden. Einen Begriff, mit dem wir den tatsächlichen Gegenspieler unserer so heilsamen und zu Unrecht in Verruf geratenen Komfortzone bezeichnen können. Einen Begriff, der frei ist von hinderlichen Glaubenssätzen und Narrativen. Ich möchte dazu den Begriff vorschlagen, den meine Frau und ich dafür verwenden. Couch Potato Zone. An dieser Stelle mögen mir alle verzeihen, die voller Freude und Dankbarkeit gerne mal ganze Tage auf ihrer gemütlichen Couch verbringen und Netflix-Serien binge-watchen. Euch meine ich nicht, wenn ich diesen Begriff einführe. Und doch liefert ihr mir zugleich auch ein hervorragendes Beispiel, um den so wichtigen Unterschied zwischen Komfortzone und falscher Komfortzone, also Couch Potato Zone, deutlich zu machen. Denn grundsätzlich ist gegen tagelanges auf der Couch herumliegen und Netflix schauen überhaupt gar nichts einzuwenden, sofern du damit eben vollständig glücklich bist und dir dabei keine Geschichten darüber erzählst, warum das hier ja leider das Einzige ist, was du tun kannst, obwohl du doch eigentlich gerade lieber am Strand in Bali auf der Weltreise wärst, zu der deine Seele dich schon so lange inspiriert. Im ersteren Fall, mit Freude und Dankbarkeit das Binge-Watchen genießend, wärst du in dem Moment tatsächlich in deiner wahren Komfortzone, also genau da, wo du sein solltest. Wunderbar. Im zweiten Fall, der mit den Geschichten, warum etwas anderes nicht geht,
Befindest du dich aber definitiv, genau, in der doch eher unerfreulichen Couch Potato Zone. Ich denke, du beginnst langsam den Unterschied zu verstehen. Lass uns die Zeit nehmen und unsere fokussierte Aufmerksamkeit noch einmal ganz genau auf diesen Unterschied richten. Denn genau hier finden wir nun den entscheidenden Mindshift, den uns die Beschäftigung mit dem Thema dieses Kapitels ermöglichen kann. Wenn du in deiner wahren Komfortzone bist, fühlst du dich rundum wohl und es gibt keinerlei Grund, daran etwas zu verändern. Völlig egal, was die Welt um dich herum dazu sagen mag. Ich sage, herzlichen Glückwunsch. Befindest du dich allerdings in einem oder mehreren Bereichen deines Lebens in der Couch Potato Zone, dann fühlst du dich in diesem Bereich, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, eben nicht wirklich wohl und schon gar nicht in jubelnd begeistertem Einklang mit dir selbst. Und sofern es dein Wunsch ist, etwas an dieser Situation zu verändern, dann solltest du das definitiv tun und die Couch Potato Zone verlassen. Aber in diesem Fall wird es sich dann eben auch definitiv besser anfühlen, daran etwas zu verändern, als dies nicht zu tun. Denn du warst ja eben nicht in deiner Komfortzone. Tada! Hör dir die letzten paar Sätze gerne noch einmal an und lasse ihre Bedeutung wirklich in all deine Zellen sinken. Es könnte unter Umständen zu einem großen innerlichen Aufatmen führen. Ich lasse dir mal ein paar Augenblicke Zeit dafür. In diesem Zusammenhang möchte ich dir wieder ein recht anschauliches Beispiel aus meinem Leben geben. Wenn meine Frau und ich den Menschen erzählen, dass wir vor ein paar Jahren ausgewandert und zu Dauerreisenden geworden sind, sagen viele, da wart ihr aber mutig und habt eure Komfortzone verlassen. Und ich sage dann immer, nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir haben sie betreten. Denn in Deutschland war es für uns eben nicht mehr komfortabel. Wir fühlten uns dort nicht mehr wirklich wohl und in unserer vollen Kraft, sondern waren, wenn überhaupt, in unserer Couch Potato Zone und haben uns schließlich dazu entschieden, aus dieser auszubrechen und unsere wahre Komfortzone endlich zu betreten. War das mit Abenteuer, Unsicherheit und mancher Herausforderung verbunden? Manchmal sicherlich. War die große Freude, das Wohlgefühl und die Steigerung der Lebensqualität, die in unserer wahren Komfortzone auf uns warteten, aber viel, viel größer als das? Absolut. Und deshalb gab es natürlich nur eine einzige mögliche Entscheidung. Und das war die Entscheidung für unser Wohlgefühl, unsere wahre Komfortzone. Was ich damit sagen will? Jegliche Entscheidung, die du triffst, darf immer eine Entscheidung für dein Wohlgefühl sein. Und damit wird dir das Treffen dieser Entscheidung immer leichter fallen, als sie nicht zu treffen. So einfach und so weltbewegend. Der einzige Fall, in dem Zweifel daran aufkommen könnten, die dann wiederum dazu führen würden, dass sich deine Entscheidungen schwerfällig anfühlen, wäre, wenn du dem herkömmlichen Komfortzonen-Narrativ folgen würdest. Aber das ist nach dem Anhören dieses Hörbuchs ja nun zum Glück ausgeschlossen. Hier ein weiteres Beispiel, das den Unterschied zwischen Couch Potato Zone und wahrer Komfortzone deutlich macht. Eine Frau ging, wie viele junge Menschen heutzutage, nach dem Abitur zum Studium in eine fremde Stadt, relativ weit weg von ihrem Elternhaus. Sie war generell glücklich und behütet bei ihren Eltern und hätte sicher auch eine Ausbildung oder einen Studiengang in ihrer Heimatstadt oder in der Nähe finden können, wenn sie nicht einen brennenden Wunsch, ein Bedürfnis, eine Vision gehabt hätte, die dafür sorgte, dass ihr in ihrer Heimatstadt eben doch etwas fehlte, sie dort eben nicht 100%ig in ihrer wahren Komfortzone war. Sie wollte Szenografie, Bühnendesign studieren. Ein Studiengang, den es nur an einer Kunstakademie in einer weit von ihrem Elternhaus entfernten Stadt gab. Und so entschied sie sich also, das altbekannte und sichere, aber eben auch nicht mehr vollkommen befriedigende, eben nicht mehr 100%ig komfortable Nest zu verlassen. Denn sie spürte das starke Bedürfnis, den Ruf, ihrem Leben eine ganz bestimmte Richtung zu geben und sich bestimmte Fähigkeiten anzueignen, die das in ihr vorhandene Potenzial in idealer Weise zum Leuchten bringen würden. Die Vorfreude darauf und der Wunsch danach waren so stark, dass sie die Unsicherheiten und Ängste, die mit dem Verlassen des Elternhauses einhergehen, dafür gerne in Kauf nahm. Denn sie wusste, das Studium der Szenografie war Teil ihrer wahren Komfortzone. Sie hat also bewusst eine Entscheidung für ihr Wohlbefinden getroffen. Wäre ihr dieses Studium nicht so wichtig gewesen, wäre es nicht Teil ihrer wahren Komfortzone gewesen,
so hätte sie vielleicht das größere Wohlgefühl zu Hause bei ihren Eltern verspürt und sich selbstverständlich dafür entschieden. In jedem Fall wäre es dann das Richtige für sie gewesen, denn dort, wo unsere wahre Komfortzone ist, da ist unser Weg. Zum Abschluss dieses Kapitels lass uns noch einen zusammenfassenden Blick auf jene Faktoren werfen, die dich in deiner Couch Potato Zone festhalten könnten, wenn du nicht wüsstest, dass es in der Komfortzone so viel großartiger ist und du sie deshalb betreten darfst. Folgende 3 Faktoren lassen sich da herausdestillieren. Erstens, vermeintliche Sicherheit des Altbekannten. Dein konditionierter Verstand glaubt, das, was er schon kennt, sei sicher, und daher sei es eine vermeintlich gute Idee, nur immer dort zu verweilen, egal ob sich das gut anfühlt oder nicht. Aber was ist eigentlich wirklich sicher? Ich sage es dir. Sicher ist einzig und allein, dass du mittels deines Wohlgefühls und deiner Energie deine Welt kreierst. Fühlst du dich wohl und bist voller Energie? Dann wirst du weiterhin eine entsprechende und immer besser werdende Wirklichkeit kreieren. Und es gibt keinen Grund, daran etwas zu verändern. Ist das jedoch nicht der Fall, wird sich deine Wirklichkeit höchstwahrscheinlich zunehmend in eine Richtung entwickeln, in der du dich im Grunde deines Herzens immer unwohler fühlst und die dir zunehmend Energie entzieht. Verlasse dich also nur auf die Sicherheit, die die große Kraft deiner wahren Komfortzone dir bietet. Denn eine andere gibt es nicht und braucht es auch gar nicht. Zweitens, Glaubenssätze und Programmierungen. Einfach unhinterfragt übernommene Spielregeln, wie beispielsweise es ist normal, unglücklich zu sein oder das Leben ist kein Ponyhof etc., können dafür sorgen, dass du ein Leben in deiner wahren Komfortzone für scheinbar unmöglich hältst und deshalb gar nicht erst versuchst, sie zu betreten und aus der Couch Potato Zone auszubrechen. Dazu haben wir in Kapitel 3 schon viel gehört. Entferne all diesen hinderlichen Schutt restlos. Denn du bist ein grenzenloses Wesen in einem grenzenlosen Universum und ein Leben in deiner Komfortzone ist dein Geburtsrecht. Drittens, vermeintliche Bequemlichkeit. Verwandt mit Punkt 1. Dein Verstand könnte dir einreden, dass es in der Couch Potato Zone ja so bequem ist und daraus auszubrechen ein zu großer Aufwand. Aber wie wir oben gesehen haben, ist das schlicht eine Lüge. In der Couch Potato Zone ist es nämlich gar nicht wirklich bequem. Es ist, wie Meister Saint-Germain im Eingangszitat so treffend sagt, einfach nur das, womit du dich abgefunden hast. Aber wirklich gut anfühlen tut es sich nicht, wenn du ehrlich mit dir bist. Und tut es das doch, dann gibt es keinen Grund, daran etwas zu verändern. Alle 3 Punkte sind im Grunde also nichts weiter als Illusion. Ein Mummenschanz, eine große Scharade, inszeniert von dem Anteil in dir, der glaubt oder vor Anhören dieses Hörbuchs geglaubt hat, dass die Erfüllung deiner Träume sowieso nicht möglich oder der Weg dorthin unweigerlich viel zu anstrengend ist. Die Wahrheit jedoch ist viel freudvoller und angenehmer und liegt woanders, in deiner wahren Komfortzone. Entfessle also jetzt ihre Kraft und empfange die Wunder, die sich dadurch in deinem Leben entfalten. Ich würde sagen, es ist Zeit. Du bist nun bereit, deine wahre Komfortzone endlich genauer zu erforschen. Wie das geht, erfährst du im nächsten Kapitel. Ja, das war Kapitel 5 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und ich bin mir sicher, nach diesem Kapitel hast du jetzt endgültig eine neue Sichtweise auf dieses Thema und du hast einige Aha-Erlebnisse wieder für dich mitnehmen können. Ich bin beim Durchlesen meines Buches oder beim Einlesen auch für diese Audioversion hier auf YouTube immer wieder begeistert davon, wie viele einschlagende Gedanken sozusagen da drin stecken, die wirklich revolutionär und weltverändernd für den Leser oder den Zuhörer sein können. Natürlich habe ich das Buch geschrieben, deswegen weiß ich das natürlich, aber ich freue mich trotzdem immer wieder darüber und möchte es deswegen natürlich mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Und um das zu erreichen, brauche ich deine Unterstützung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Erzähl mir gerne in den Kommentaren, was deine Sichtweise
auf das ganze Thema ist und inwiefern sie sich vielleicht verändert hat durch die Lektüre meines Buches oder durch das Anschauen meiner Videos. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen und ganz wichtig, damit du kein Video mehr verpasst, abonniere den Kanal, denn im nächsten Video geht es um Kapitel 6 des Buches und in Kapitel 6 geht es direkt zum Kern. Wir schauen uns an, wie geht es denn jetzt eigentlich? Wie kann ich denn jetzt eigentlich meine persönliche, wahre Komfortzone erforschen, finden und betreten? Das ist also ein sehr spannendes, sehr wichtiges Kapitel, das nächste. Abonniere am besten den Kanal. Ich freue mich aufs nächste Video. Und bis dahin bleibt mir jetzt nur noch, dir eine Zeit voller Wunder, voller Wohlgefühl, voller Freude zu wünschen. Alles Liebe.